Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. In diesem Video zeige ich, wie du solche Bandabschlüsse passend zu dieser Kette machen kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Die Fäden vom Band müssen noch ungefähr 20 cm lang sein. Außerdem brauchst du noch 3 zusätzliche 20 cm lange Fäden. Mit dem längsten Bandfaden machst du um die 3 anderen 2 abwechselnde Halbschläge. Dann ziehe ich alle 3 Bandfäden nochmal stramm, dass der Bandabschluss schön glatt ist. Ich teile meine Bandfäden in 2 Gruppen A2 Fäden und umknote diese beiden Gruppen mit einem vertikalen Rippenknoten. Den 20 cm Faden, den du dafür nimmst, nimmst du mittig. Mit den neuen Fadenenden knote ich jetzt wieder zur Mitte einen Rippenknoten. Diese beiden Fadenenden tausche ich jetzt durch eine Perle. Jetzt nehme ich einen der doppelten Leitfäden und knote mit dem um den anderen Leitfaden einen Rippenknoten nach innen. Dann gehe ich unter dem Perlenfaden unten durch und knote auf diesen auch noch einen Rippenknoten nach innen. Das gleiche auf der anderen Seite. Die beiden doppelten Leitfäden trennen. Der eine knotet um den anderen nach innen bzw. nach unten. Und um den Faden, der aus der Perle kommt, auch noch herumknoten. Jetzt knote ich diese beiden mittleren Fäden mit einem Rückwärtsknoten zusammen. Ein Rückwärtsknoten beginnt wie ein ganz normaler doppelter Halbschlag rechts über links. Jetzt ziehe ich aber am Knotfaden und der Leitfaden wird nicht stramm gehalten, sondern bildet eine Schlinge. Das gleiche noch einmal. Der Knotfaden wird jetzt stramm nach unten gezogen. Jetzt habe ich einen symmetrischen Knoten. Jetzt hole ich mir für jede Seite einen neuen 20 cm Faden und knote den ganz außen vertikal an und mache danach noch 2 abwechselnde Halbschläge und einen doppelten Halbschlag nach außen. Der Leitfaden dieses kleinen Würmchens geht jetzt unter den Nachbarfaden und macht einen Rippenknoten darauf, nach innen. Den Knotfaden des Würmchens knoten wir auch gleich noch auf den gleichen Leitfaden und machen dann noch ein Würmchen mit 2 abwechselnden Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag, so wie gerade eben. Das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite.
Mit den 4 mittleren mache ich nun eine kleine Raute mit 2 Rippenknoten nach innen und 2 nach außen und dann mit doppeltem Halbschlag rechts über links zuknoten. Jetzt knote ich noch die Leitfäden von meinen kleinen Würmchen an diese Raute dran. Der Leitfaden der Raute bleibt Leitfaden und die anderen beiden Fäden der Raute werden drauf geknotet. Diese kleinen Dinger kannst du natürlich auch für eine andere Kette als Abschluss verwenden oder du kannst auch Ohrringe daraus machen, wenn du sie an einen Ring hinknotest. Viel Spaß beim Nacharbeiten und tschüss bis zum nächsten Projekt.